Ik würde fragen, wir passen das ab der Stunde für ein Gebet am Anfang. Gruden Rekja, läuft heute vor dem Himmel. Wir kommen hier wieder fertig in diesen schönen Vormittag. Und wir sagen die vielen Dank schön, dass wir hier können, als es der Tipp kommt. Wir danken dir für jedem einen, was du gekommen hast, den Wort unterhalten, die zu loben und zu preisen. Möchtest du in jedem einen segnen und möchtest du mit uns sein hier. So, sie mit in jedem einen, was immer hier fähig auch wird. Van dank, März. Dat vraag ik in die naam met dankzak. Amen. Nou, het eerste luid nummer 52 zijn. Ich will folgen, Jesus, dir von Tag zu Tag, dir nur dienen will ich, Herr. Ob ich hin und wieder auch ermüden mag, dir nur dienen will ich, Herr. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja, dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Lass mich nie vergeuden eine Gottesdienst, dienen dir, nur dir, mein Herr. Stets gewärtig, es befällst aus deinem Mund, dienen dir, nur dir, mein Herr. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja, dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Deinem Dienste ist mein letztes Stimmlein schlägt, und dein Weg mir nur gewohnt. Dir zu dienen, damit deinem besten Dienst, Gott in ewiger Seligkeit. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja, dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Das nächste Nummer 150. Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer.
Nächste Nummer 127, de tal manera, die Duivelbloks nemen. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, le seguiré. Während dort nächste Leute worden abgehoben worden, wat Nummer 69 zijn. Gott verheißt dir im Worte. Gott verheißt dir im Worte ein völliges Heil. Wenn du glaubst an den Sohn, ist Erlösung dein Teil. Halleluja, mein Gott hat erlöst aus der Not. Ich bin
selig im Rein. Halleluja, mein Gott, hat erlöst aus der Not. Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Halleluja, mein Gott, hat erlöst aus der Not. Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Du und ich werden auch bei den Segen eins sein und gestimmen mit rauschendem Chore mit ein. Halleluja, mein Gott, hat erlöst aus der Not. Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Halleluja, mein Gott, hat erlöst aus der Not. Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tod. Dankeschön, Grupp, für uns gut anleiden im Gesang. Gute Marius, ten jedem ein. Ich freue mich, dass das von der Wahrlichkeit voll ist. Das, was mir das Geschmack lässt. Das habe ich wieder Sachen hier, nicht? Was hat mir hier, wenn ich ladig sein? Ich weiß nicht, um was das liegt. Von der das Bibelschulabschluss. Soll bloß jeder Sinn nach Abschluss sein, dass wir alle Lieder ihre Gewinnnis wollen kommen holen. Ich weiß nicht, um was das liegt. Anyways, sehr willkommen hier. Lied vom Wietenbreut sind von der und hier habt ihr gekommen. So als ich sage, ich glaube, das handelt sich gerade Part an, dass wollen ihre Studentenhuis holen. Haben sie, glaube ich, alle gebankt. So, fällt ihnen Tüß. Ich hoffe, wir können einen guten Gottesdienst haben. Und Gott loben und preisen. Ich möchte uns die Bekanntmerkungen übergeben. Ich glaube, wir haben zum ersten alle Bulletin gekriegt. Du hast Mädels das sieht. Du sagst, von der Tag 3 Uhr Mittag ist die Graduation von der Bibelschule hier im Auditorium. Alle sind sehr eingeladen. So machen das. Von der sagen sie Adios für das Jahr war. Dann ist das Eva. Ich kann kaum glauben, dass das all Eva ist. Jetzt fangen wir an und ist die 3 Monate alt war an. So, das ist bloß, was das ist. Thema nach durch, Gemeinde rot, all das, was du sich an Medaillen dann machen dort. Der Freitag, Klock 7, ist die Jugend der Torneo Volleyball. Jeder einer ist eingeladen zu kommen und durch zu kicken. Ich habe so verstanden, es sind sehr gute Spieler, Fan, Keepers. Das gleich spielt sich der Fan. Und auch wir wollen für die Jugend Luther nach Basti Meier haben, so wir wollen Luther für nach Sam Meier bekannt hier. Das ist noch gut alles. Sinnend. Der Klock 6 März, Männer gebeten hier bei der Kirche. Jungs und Männer sind eingeladen, machen dort. Sinnend, Klock 7 Service, Katechismus unterricht. Da sind ein Schaufsier, was da kommen dann. Und mich freut dort auch zu hören. Nächste Sonntag wird die Klockenzeit geschoben. Und ans Gottesdienst wird aber gerade im Klockenzeit so anfangen als immer. So, machen dort. Nach Sano, wo wir dann bloß eine Stunde hier sind. Aber in dem Klockenzeit bleibe ich gerade so zu hoftieren. Durch Nummer 7, die Convention oder die Jahressitzung mit der CMM fängt, wird das Jahr den 26. und am 28. April sein in Berwold. Und dass wir hier ein paar Senior 3 haben, dass John Leuven und John Schluss noch mehr bekannt geben wollen, dass das Jahr war wieder mit der CMA Top-Down, die Konferenz. So, da waren viele verschiedene Kirchen top sein. Und jeder einer wird dort eingeladen sein. So, mal kind dort, dass ihr hinter der Plan dann. Das ist ein was Ding, was ihr nicht habt, hier im Bulletin haben. Nummer 8.
Van der an zijn overgegaan in 1971 met prediker Alfred Lusen van Paraguay. Hij had gisteren al im Kolonieshuis zijn Testimonio, sehr wertvolle Testimonio. Wir müssen schauen, dass die nicht alle durch werden. Da werden da Menschen, die nach Köln kommen, nach Harchen. Wo hij wat Ovenversammlungen geben, van der Bad Freitag sowas, so mag ich dort, fällt ich durch frei durch die Fahren, zur Klock 7, durch 71. Und dann, das nächste, haben wir gerade für die Jugend, wir als Prediger in Diakonrat, in Gemeinderat, haben uns gesagt, dass wir wollen mit der Jugend verschiedenste Dinge das Jahr tun. Das erste mag ich sagen, Knallschmerzen, John Friesen, weil mit Jugend Ostern Smars vieren, Tiri Smars, muss sein, dass sie waren Absender an all. Sie waren Luther bekannt hier im von Slattentiet, weil sie wollen einen Halbstadt beim Wild sein, wenn die Sonne wird abgegangen mit Jugend, fröhlich haben, verschiedene Aktivitäten, was sie für Jugend haben. So, mag ich dort bloß, dass du was für Jugend habt. Und ook habe ich Arturo Friesen gefragt, Jugendgottesdienst mit Jugend auf den Plan. Wir hoffen, dass die Jugend auch waren durch sein an Medaillen und er wird so mal kurz Jugend kriegen und dort haben. So, adelante Arturo, kann dort sein und Arturo wird auch ab der Zeltje von der Schule mitteilen. 2 Wochen wieder, am Sonntagsmorgens, weil wir den Jugendgottesdienst hier so haben. Gleich dann kommt Dienstag, wir waren 2 Dienstagsabend, nun diese Woche. Klock 7 zu oberst diese Woche noch, weil wir uns hier in der Kirche treffen. Und dann werden wir den Jugendgottesdienst anhören. Ich freue mich dazu. Und werden wir dabei sein, und werden wir alles sehen, was wir haben. Und werden wir hier einen schönen Jugendgottesdienst haben. So diese Dienstag, Klock 7. Hier so, bringt die Instrumentos mit. Die don't know was du spielen dat, weil wir uns Dinge anhören und haben, was wir Plans wollen tun, weil wir das schön merken. So, dann zu der Schule. Wir sind sehr dankbar bei der Schule für unser Gymnasium, das wir haben, als Twerk, mit Jugend und Schulthof. Das ist uns sehr viel wert gewesen. Und Dinge wissen, und wir haben Plans, eigentlich, wir wollen nach Bühnen für das nächste Schuljahr, das sind 2 Klassenstufen neergebuut. En die zijn sicher al dat de eerst wat ram gaat. Die zijn vielleicht nicht klar, wat het schaffen dat, aber vielleicht al eerst van dit gezien, van de schultingen. Ik wil gleich een klein beetje erklären wat we doen. We hebben wat geplant geld te krijgen, de schul wieder beter ran en groot deze stufen te bouwen. En we laten je dan met te houden. Jeder einer wird durch gleich im Pott und zu sein, entweder lassen für Käupen oder Käupen. Das ist es gewählt. Was das schaffen ist, das sind so Blätter. Und du wird dann aufgekratzt und was immer das nicht mehr tun ist, das wird du dann tun wirst für ihn lassen, dann kriegst du ein Last, was dann aufgeschnitten wird. Und der Lugar ist, was zu gewinnen geht, ist, die erste Platz sind 20.000 Peso. Tweede Platz zijn 5.000 peso en de derde 2.000. Dat zijn de lessen, wanneer we dat dus worden uitlassen, dat is wat er gewonnen wordt. De Rifa, die wordt in 4 März zijn, dat is een beetje van een maand weer, wo we dan worden, we zijn niet krijg zeggen wat we worden doen, maar zo waarschijnlijk 10 dagen wordt gepland en wo we dan krijg dit ding worden doen. Einzelste Platz kost een ganzes jaar 5.050 peso. Wir wollen bei unserer Welt nicht gleich schaffen, besonders wenn du Business und Formarien sind, dann geht viel an Fakturas. Wir haben eine Möglichkeit, Faktura zu geben, wenn die ganze Plot kaufen will. Dann haben wir ein Recibo de Ducible geben, das bloß sein, weil ihr das wollen, und dann haben wir ihn hier haben. Wir schauen dann, wie ihr startet. Wenn die Kinder kommen, die wollen das jetzt für die Schule, hauptsächlich, wir wollen viele Dinge noch wieder verbessern, nieuwe dingen doen en krijgt het buren en dan dat we het voor het nächste Schuljahr fertig krijgen. Is het klaar? Goed. Veel dank.
Laut dat jij mij komt, wanneer je zo'n blad wel naar elkaar leren, kan je dieren geven, dan kan je ook vertrouwen pot aan zijn. Gracias, Arturo, voor het hier zijn. En wanneer mijn vrouwen zullen aan, maalt je wel gewoon aan. Hij kon mij te geven, te zijn. En ook gracias voor jullie ondersteuning, wat je daar je al aan mij gegeven hebben. En ook krijgen ze een volle stad ook waren. Zijn er andere bekendmerkingen wat we zullen geven, wat ik hier niet boven heb? Wat niet zijn, daar willen we voedsel aan onze andere zijde zijn. We hebben een gebedsanliegen. We gaan ons rie. Zoals we de zijn van de regering, willen we ook weer voor Knal Zacharis beden. Voor kracht en moed en heilung. Keert van dat hij frisch war en niet zo goed af is, zien zakken dat dan maar af. Zo, het tijd was niet zo goed, zo willen we ook aan weer uitdenken zijn. Weer ook voor de Wiebenfamilie. De vorige wordt deze week al begroefd. De zien als je danach krank, zo willen we voor de familie beden hier van Hofstad aan. Voor Alma van Canada, zij is de zuster van Ernst Leven. Zij hadden een slag. En hier schrijft het dat Valentin ze is im hospital, maar zij heeft al uitgekomen. Zij is al thuis. En wel we weer beden dat zij kan uithalen. Zij is nog zwak te ween, maar zij is al beter. Ook de broer van Ernst Leven, Rudi, heeft een zware longprobleem. Waar we ook voor aanbeden. Besonders ook voor alle Bibelschulstudenten. Dat God mag van hen nog zegen hier, wanneer zij taub zijn. En ook besonders beschützen, want veel gereisd wordt worden. Veel komen van Wietenbreid. En dat ja veel te vliegen en te reizen. Dat God ook nog schützung door worden geven. Dat zijn hier in Potsdam besieden gekomen. Jap Leibes komt auf. Dat zijn Jappa. Zijn grootvrouw. Ze zijn bij hem hospital. Zo in steeds. Ze zijn niet goed af. Zo wel we ook aan het einding zijn. Wel we ook weer aan Cornelio en Maria Wolf denken. Zij nemen dat programma im centrum. Dat God ook mag daar eind arbeiten kan en wunder doen. En dat zij kan wirklich veranderd naar huis komen. Zijn er andere dingen waar we kunnen verdanken of verbeden? Wanneer ik zijn, dan wil ik einfach vrouw nog opstaan en wel we deze dingen voor God brengen. Voor am Himmel, wie onertjan en kom voor die. En wie gaan waren onze dingen waar we aan denken doen, waar we die nog vrouwen willen. We danken die voor de regering die we kunnen hebben, die ons de mogelijkheden allemaal variëren dat we onze dieren kunnen ophangen en dessen zwei top te komen. Van die würden sagen, dat we niet kunnen, wo we dan zijn. En zij gaan aber ihre Schwierigkeiten durch und dort sitzt du. En we vrouwen dat die aan veel wijsheid en oprechte hing mag geven, dat zij mochten zo arbeiden, dat dat loon kan opgebuurd worden en zeker worden. En dat ze zich niet laten van de troubles wat de verken aangaan dan regeren. Zien was aan en hoop dat zij dat gaan met die top doen. We weten dat u de regering eizat has en dat u ook was met een top schaffen. Herrn, we denken ook aan een kranke persoon van uit onze meer en ook wat buiten onze meer zijn. Waar u has jeder persoon lief. En dat weet we. En we denken besonders aan Knal Zacharis. Die has ook aan zijn harpa gemerkt en u weet krijg waar zijn harpa arbeiden dat. Waarom die een dag beter is en de nächsten dag war ganz rauf. Aber wir freuen uns für den Glauben, was er hat in die. Und
Vi freuen bloß, dass du wieder an uns Gnade geben und dass du uns am Heilung schenken. Dass wir was frisch Kraft kriegen und da sein für andere Menschen auch. Herr, wir denken auch an diese Wiebenfamilie, die vorher schwach gestorben. Musst du Trost geben für die Familie, die du hier bleiben sein. Und auch kann sie vorzen Bruder, ein Mann, was du frisch in derselben Familie ist, was tot mit ihrem Vater tot krank wird. Musst du am heilen. Du kannst am Heilung geben. Er ist noch jung, voll Kraft, voll Mut. Er mag hier länger hier zu sein. Er musst du wirklich auch am anschieren, und dass er kann frisch durchgestellt werden und bei seiner Familie sein. Und wir denken auch an die Geschwister von Ernst Leuven, seine Schwester Elma und Bruder Rudi. Die kennen sich gern, die kennen ihre Lebens, die weiß gleich mit was sie kämpfen haben. Die können sich endlich bei sein und anschieren, wenn sie weit auf sind von hier. Aber wir wissen, dass die besten Gott, was aller Wehen ist. Und die können in jedem Moment mit jeder Person sein und dort danken wir dir für. Und Frauen, die auch kommen, gerade in diesem Moment, dass die auch bei uns sein, stark wieder heilend, geben dort, was sie brauchen. Dass sie bloß wollen können, auch nur an die kommen, die wieder kennenlernen. Und auch die Leibesfamilie von Kampen Alf, die kennen sich die, sind rückgefahren und waren über dem krank und sind nicht thuis im Hospital, eng auf von thuis. Die können auch mit der Familie sein, musst du auch durch Heilung geben, dass sie weiter können. Gesund werden, stark sein, und dass sie weiter können in Haus kommen. Herr, wir danken dir auch besonders für so ein Bibelschuljahr, das wir haben können. 3 Monate sind wirklich sehr hastig arm, aber du hast sehr viel Wunder können tun. Du hast viel Personen hier geschickt gehabt und du hast viel gelehrt worden, statt einer 6,4. Und ich freue mich, dass du jeder Student, jeder Lehrer, jeder einer, was du hast mitgeholfen, dass die Jahr kann ran sehen muss, und wenn sie von der aufschließen tun, dass du musst den sehen, den Armen du abgeben kann. Jeder Person, was du in Haus fahren, in seine eigene Kirche schaffen will, dass das wird ein brauchbares Instrument sein, was du verändert sein und wirklich einen Unterschied merken kann in der Umgebung, von wo jeder einer gekommen ist. Beschütze ihn am Weg. Wir wissen, dass ihr sehr viel zu fahren, viel zu reisen. Machen sie alle gleich bei ihrer Familie zu ankommen. Herr, wir denken auch an so eine Geschwister, Knalswolfen, die das Programm im Zentrum nehmen. Herr, machst du in ihre Lebens arbeiten können. Wir wissen, dass sie mit Dingen zu kämpfen haben. Und sie stehen dort selbst tau. Und machst du ihnen wirklich durcharbeiten, dass sie sich ganz handgeben und die, wenn sie rückkommen wollen, dass sie wirklich verändert sein und mit ihrer Familie taub können leben und in besten Wirklichkeit ganz Licht ein Zeugnis kann sein. Musst du ihr Verlangen wirklich fällen. Herr, ich danke dir auch für jede Person, die von der rückgekommen ist, dem Wort zu horchen, die Gemeinschaft zu haben. Du machst die unsere ganze Gemeinschaft wieder sehen, auch besonders von Hans ans Waldien Wort predigen. Freue ich, dass du auch Amos sehen, am seine Lappen salben, und dass er kann mit Frauenmut dem Wort predigen, und dass wir können lernen, war einen Weg rübergehen und dort anzuwenden, Herr. Ich danke dir bloß für was du tun wirst und was du das. Amen. Gut, jeder auf den Platz nehmen. Ich freue mich auch immer weiter, dass wir
Lied haben, was sehr spontan sind, was hastig reisen nennt, zusammen mit Valentin steht hier nun nicht. Helmut Fries von Kanada. En wat smars je vraagt, dat zeg ik kan ons een paar Leute zijn. En je zijn wel ons dat hou. Dat is unity. Ik wil bloß sagen, wo wir uns freuen, alle paar Jahre, wie herkommen, de verschiedene Freunde zu sein, und was wir nicht fertig sein, und ich denke bloß drei, das sind all über 40 Jahre drei, was ich weiß, was wir hier sind hergekommen mit meinen Eltern taub, und meine Großeltern, die wohnen hier ein paar Hälfte weg, und wo wir dann smars abstunden ran, über den Tun durch, so über meine Onkel sind Hof, und hier haben am Smars, und ich habe bloß eine Freude, jedes Mal hier zu sein.
adoramos, nos das perdón y la gracia que anhelamos hoy. Oh, si pedimos tu gracia hoy. Eres el que alabamos, eres el que adoramos, nos das perdón y la gracia que anhelamos hoy. Oh, si pedimos tu gracia hoy. Vielen Dank schön. Einer weet nicht näher. Ich kann Spanisch reden. Ihr seht wel erst wir kennen. Ich habe Spanisch. Ich kann seine Kern so. Vielen Dank schön. Für so hast ich näher kommen und uns hier, weil ihr hier aus Jahr sind, mit ein paar Leute zu tun. Gut. Zunächst kann ich Kinder von 2 bis 4 Jahren in der Sinnerschule gehen. Der Lehrer gleich lehrt dort ohne Jugend. Und das nächste ist Hans Friesen und Herrn, uns die Botschaft zu bringen. Gottes Segen. Er is veel weet waar ik kan op God aanbidden, God loven en prijzen, zoals dit. In gemeenschap, alle taub. Wie brokken dort, ons veel dort. En God heeft door een groot geval aan, God gelijk dort. Ik wil niet zeggen dat hij brukt dort, hij moddert aan, maar God heeft dat zo eigen recht, wils hij gelijk dort den weg, dat we taub gemeenschap gaan, dat we taub komen, om einer met de anderen aanbidden. En met onze stemmen, de instrumenten wat God ons alle heeft, daarvoor met we alle kunnen zien wat met spelen, met zingen. En am loven, am zijn noemen opheven. En we hebben al een paar aandacht gehad over dat thema van God zijn noemen, wat bedoelt God zijn noemen, sehr interessant. Wat we er gehad hebben, zo we willen over datzelfde thema van jou wiedergaan. En wat God mir am Hart leert, is ook de woordingen uitbrengen wat in zijn woord zijn, in de Bijbel zijn, over zijn noemen, wo je neer God is met zijn noemen. En prediker Klaus Schmerz wil zeggen, we deze aandacht opvangen te predigen, en zei, hij had geflotterd om dit opvangen. En ik kan correct verstaan wat hij meint, wils mir uitmerken voor het ganze, voor het thema, voor de aandacht, meent ook correct zo, dat mir wordt flotterig, over het thema te reden wils. Einer door nen checkt, de nen laast in de Bijbel van, wo God zijn noemen heilig houdt en wo God zo genee was met zijn noemen, mir ging toch correct zo, zie ik verheb würdig, over dat thema te predigen. En ik voel me niet würdig dat te doen, maar we weten dat God geeft ons ook de opgave, dat God brukt mensen om zijn woord verkündigen. God brukt, redt niet direct zu ons, maar hij redt eenmaal te Israël en dan zei dat volk, doe niet meer zoals dit. Te Moses zei, doe dat niet meer zoals dit, dat die God laat zo direct te ons reden. Doe die liever te ons reden. Zo, mensen kunnen het ook beter verdrijven, maar mensen dat doen. Als van God het zelf staat, wils ik had niet zo'n beleefd dat God den was direct reden. Ik geloof keiner van ons heeft. Maar we zijn er ook constant geschreven dat God brukt mensen daartoe. Waar we wieder om Thema umgehen, werden wir zu beten. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du uns Gott bist. Wir danken dir, dass du uns hast die Schrift gegeben, die Bibel, wo wir die kennenlernen können. Wo wir können finden, wer du bist und auch, wo wichtig dir uns Menschen ist. Und auch, wo wichtig dir das ist, dass wir Menschen ganz handgegeben sind und die, dass wir die ehren und dass wir die loben und die preisen. Dat we dat niet plus met onze stemmen doen, dat we met ons leven doen. En voordat we van jou nemen in die woord, wo wichtig die zelfs die noemen is en wo we die noemen zullen wichtig houden. Voor help ons dit te verstaan en help ons dit ook aan te nemen, dat we dit in ons leven uitleven worden. In noemen Jezus. Amen.
Ich glaube, die meisten von uns kennen die 10 Gebote uitwendig. Eins meist kriegt. Und die meisten von uns haben die betracht, weil es für ungerecht genommen, weil sie sind auch im Kirchen bin. Und auch, wenn sie in der Schule, wir mussten die auswendig lernen, uns Lehrer verlangt, dass wir auswendig lernen. Ich glaube, die meisten von uns wollen vielleicht haben in der Schule auswendig gelernt. Und was immer. Und du hast ein Gebot gekriegt über den Namen Gottes durch. In 2. Mose 20, Vers 7, das erste Mal erwähnt, das wird mehrmal in der Bibel erwähnt. Aber jetzt, wo Gott dann das erste Mal dann an diesem Boy, wo er allein mal direkt geredet mit dem Volk, wo er dann noch einmal sagt, das ist meine Rechtsschnur verjüngt, wo ich sie und wo Jesus sind. So, das sagt so, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und dann wieder in 3. Mose 19,12, door die Thema über sie noemen, dat sie noemen nicht so arg gebraucht worden, sagt er, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und das heilige den Namen deines Gottes, denn ich bin der Herr. Und dann haben wir wieder eine Geschichte, von wo das passiert, und auch die Folgen davon, und dann auch sagt Gott, wat Ehrfurcht für sie noemen soll sein, dat zijn in 3. Mose 24, von 10 bis 16, ich wollte den Vers auch lesen. Es ging aber aus eines israelischen Weibes Sohn, der eines ägyptischen Mannes Kind war, und den Kindern Israel zankte sich im Lager mit einem israelischen Mann und lästerte den Namen des Herrn und fluchte. Da brachten sie ihn zu Moses, seine Mutter hieß Salomit, eine Tochter Dibris von Stamme Dan, und legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort wurde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete mit Moses und sprach, führe den Flucher hinaus von den Lagern und las alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und ließ ihn die ganze Gemeinde steinigen. Und sage den Kindern Israel, welcher seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen. Welcher dem Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Wie der Fremdling, so soll auch der Einheimische sein. Wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. So hier haben wir eine Geschichte und dann aber auch mit eine Begebenheit, wo Gott es bewiest, wo genau Gott mit seinen Namen ist. Und wenn wir da noch kijken, warum ist Gott so genau mit seinen Namen? Wir haben noch eine Begebenheit, die Geschichte kennen wir alle von jung an, die meisten weins, von der Senderschule und so weiter. Und das ist die Geschichte von David, wo David ging seine Brüder besiegen und die waren im Krieg gegen die Philister, Israel wie im Krieg. Und seine Brüder waren in der Armeebahn und David ging ihn besiegen. Und dann hast du das große Mann, Goliath, in der Flucht Gott, der lastet Gott, der lastet Israel Gott. Und bloß kort geführt, David, es reut gegen diesen Mann zu gehen, nicht weil sie Israel lastet, weil sie Gott lastet. David, wie von jung an, ein Mann, der Gott sehr gut war, hat mit der Schub, aber starb viel Gemeinschaft mit Gott und hat nicht die Bibel, das wir haben, zum Gott kennenlernen, aber wer nur Gott gesagt hat, Gott hat ihn, haben wir die Menschen auf dem Bord. Und David konnte nicht verdrehen, dass das große Mann seinen Gott so lastern würde. Und David geht gegen Goliath und er sagt ihm dort klar, ich komme im Namen von diesen Herrn, die nicht lastern lassen, in diesen Namen komme ich gegen die. Und Goliath wird auch gesteinigt. Jan Jung wird da lastern über Israel, der Gott, der wird dann von einem Deutschstein gesteinigt, Goliath wird das von einem, was er tut. Und dort weißt du auch, wo genau Gott ist und wo Gott auch genau ist, dass er Menschen braucht, sogar auch um die nächsten Menschen zu strafen.
Und dann aber auch sagt Gott auch wieder in Jeremia 14, 14 durch 17, ich wollte so falsch nicht lesen, aber da redet Gott dann über Propheten, wo genau dort ist, dort Propheten reich über Gott reden. So ich sehe, Gott braucht Menschen, um über sie Namen reden. Gott braucht Menschen, um sein Wort wiederbringen, um das Wort verkündigen. Und die Menschen haben einen besonderen Abgub. Und das ist auch mein flotterig Wort, über das zu reden. Weil das ist eine ernste Sache. Und hier sagt Gott zu den Propheten, sagt er, die Propheten, die haben falsch in mein Namen geweissagt. Die haben falsch in mein Namen geredet. Und dann sagt Gott, wo er strafen wird, wo er die Propheten strafen wird, für falsch über sie Namen reden, wo die Propheten gesagt haben, im Namen von unserem Herrn wird so und so passieren, wird so und so passieren, und dass wir aber nicht Gott seine Worte, dass wir nicht, was Gott ein Ende gegeben hat, was sie sein sollen, dass wir so einige Feuer noch wollen neu gehen und so weiter. Und Gott gibt eine harte Strafe ab End. Und nicht bloß ab End, Gott gibt sogar um die Tauhärcher, am Israel sagt er, in die Tauhärcher, wo das gelebt haben, die wo ich sehr, sehr hart bestrafen. So da sehen wir dort auf verschiedene Wege, wo uns Gott dort nimmt. So, wenn wir dort nicht bloß Kartop nehmen, so Gott sagt, seinen Namen sollen wir nicht missbrauchen, seinen Namen sollen wir nicht über am Volk schweren, wir sollen Gott nicht fluchen, wir sollen Gott seinen Namen nicht lastern. So, was ist dann das Namen, der du so besonders ist? Was ist Gott sein Namen? Wo beweist Gott sich selbst? Wenn Gott sagt, mein Namen, was ist das Namen? Was ist der Namen, was wir so abpassen sollen? Wir finden eine Begebenheit, wo Moses, also bei 40 Jahren in Hort gewesen in der Wüste, nachdem dort in Ägypten hat ein Mann umgebracht und er muss wanken, er muss sein Leben retten. So, wir 40 Jahre in der Wüste gewesen in Duram. Und ein Tag dann begegnet er in Bosch, wo er brennt, und dort merkt er nicht schädig, wird es nicht her gesehen. Er geht dran und das Bosch abtau, und dann redet eine Stimme zu ihm. In dieser Stimme, der sagt, ich sehe den Gott von den Führer Abraham, und den Gott von den Großpapa Isaac und von Großpapa Jakob, und du hast die drei von diesen drei Männern allein. Und er sagt, das ist, wo ich mich zu dir bekomme. Ich sehe den Gott von den Papa, Großpapa, Großpapa und so weiter. So den war ich, und Gott braucht das mehrmals, wo Gott in der Bibel sagt, ich sehe den Gott von Abraham, Isaac und Jakob. So, Gott nennt sich selbst Gott hier. So, Gott, er weiß, dass er ist allein der wahre Gott. Er weiß, dass er ist allein der oberste Gott. In dem Bereich merkte sich bekannt, aber wir wissen dort auch, wenn wir die Geschichte bloß Kartop nehmen, über Abraham, über Isaac, über Jakob, wir wissen dort, dass Gott via diese Menschen sehr wichtig. Gott nahm dort mit Abraham, mit Isaac und Jakob, nahm er sehr ernst. Und er hat sich entgewählt, aber sie haben sich auch angewählt. Und das Verhältnis, das sie mit Gott haben, wir in so ein starkes und sehr gutes Verhältnis. So, wir können den Weg sagen, dass Gott sagt zu Moses, was immer du dann von der Geschichte kannst, wo Gott sich bewiesen hat zu diesen Menschen, da sagt Gott, und so will ich mich auch zu dir bewiesen. Jetzt will ich sie. So, Gott redet nicht viel, was großartig über sie nennen. Er sagt bloß, ich sehe den Gott. Und auf anderen Stellen, da sagt Gott, ich sehe den Gott, der Himmel und Erde gemerkt hat. So, da merkt er sich bekannt als der Gott von der Schöpfung. Und dort für uns Menschen, für uns, was wir sein und was wir weiten von auf dieser Erde, wie wir auf dieser Erde leben,
Dat merkt ons veel zijn. Weil de Schöpfung haben alle eine gewisse Mut bezien. En zo'n reizend Volk, als we zijn, ik geloof niet dat die eine is die bloß in de stad schwau gebleven is. Vielleicht ja, aber sogar dann noch hier in de stad schwau, bloß nur sein Appetit vor, bloß bet wieder vor, nur de Stadt schwau, nur de Boy vor im Westen, wat immer. Du sei wie dort die Schöpfung, der ist groot. Waarom we dort ook bloß würden hier sein, aber die Schöpfung, der ist groot. En ik geloof ons om dort bevoten de weltlichen Wahrheit bezien, als ons leef ik lacherig, dat zo alle vanzelf gekomen zijn. Bloß deze boy van bij de 72, en dat is de boy die gemerkt zijn, dat zal alle bloß vanzelf gekomen zijn, maar dat is ons lacherig. So, dat geeft ons een lichter beeld om zijn, hoe groot is God is. En over dan, wanneer we dan in de sternenwelt gaan en dort bezien wat du is, en met de instrumenten wat ze van daar hebben, om dat veel nodig trekken, dat veel dollar bezien en dat beter meten kan, wo schrecklich groot dat is. Maar bloos even de zon die hand en na het buik dat de sternenwelt klein beetje beschriften, dat zal nog oude buik van de eerste dag zijn, nog veel meer beelden als dat. Maar bloos wat dat beschreven is, wo onze zon gemerkt is, en dat is bloß een ganzer vierbal. En zo schrecklich groot als de is, en zoveel vier materiaal als de ben is, en zoveel duizenden ton de stund wat du verbrennt. En dat was zo groot dat het buik zegt, om 1000 jaar van nu wieder en vooruit, wo we dat nog niet ervaren dat de zon een klein beetje zwakker is als nu. En wanneer we dat nemen van vergelijkte zon en waar ons eetbol hier is, dat zegt dat onze eet krijgt maar 2% van ongeveer van dat licht wat de zon, is de zon dat rondom, dat is een bol. En van dat licht wat de zon uitstroomt, dat krijgt onze eet maar 2%. So dat is plus, dat heb ik euch begrepen. Dat is veel meer wat we vernemen kunnen. So dat zegt ons er nog veel, want God zegt, ik zie de God van de Schöpfung. En dus nog veel meer. Er zijn video's, je merkt even, zeer interessant, die te bezien van de Schöpfung, wo groot en wo dat werkelijk zo bitter gewöhnlich groot is. En wunderbaar, wo God dat gemerkt heeft. En dit zegt God, dit is wie ik zie. So nu zegt God, nu heeft hij een warning, zo wat immer de noemen is. En we kunnen verschillende nummers vinden, wanneer we die original schriften nu zijn, dan voor God wordt verschillende nummers gebruikt. Maar de Lutherbibel heeft veel Herr, dat gebruikt veel de noemen Herr. De King James im Englischen zegt the Lord your God. De Juden die hebben nu een frisse Bibel übersetzt, wat dat vereend passen, dat die Messianic Jews, die Christen, die gebruiken veel het woord, wo dat Herr is, gebruiken de Adonai. Maar dat is niet dat grootste. Dat grootste is de God die hinge deze noemen is. Deze noemen zijn niet zo groot, maar die hebben verschillende bedieningen, die passen bij hem bij. Maar dat groot is dus God, hinge deze noemen. En we zijn dat hier dat God sagt, hij heeft ons een warning, wanneer we deze noemen volsproken worden, dan worden er volgen zijn. Dan worden er slechte volgen zijn. En waarom is dat God moet ons mensen zijn dat er worden slechte volgen zijn? Waarom is dat? Wel, elderen, dat hebben we alle ervaren. Riekt dat toe onze kinderen zeggen, die zijn smak zijn? Riekt dat toe? Nou, dat deed niet. Dat weten we alle, dat riekt niet toe. We moeten onze kinderen dat wijzen, dat wanneer die niet gehoorzaam is, en wanneer wat is, wat in ons huis dan verboden is, onze regelen in huis zijn verschieden. Okay, onze van ons thuis, wat die thuis hadden, die zijn alle een beetje verschieden. Maar we hebben alle regelen in ons huis gehoord, er vielleicht nog, dat wanneer die kinderen dit overtreden, dan weten die dat er wordt volgen van komen.
da weten dat de woord een straf durft zijn voor de toon. Waarom moet dat? Weil dat is van dan het Adam even een zinvol, is dat ook een natuur in ons. Dus een rebellische natuur in de mens bent, en du hast een erfinderische natuur bent, die dat wel uitvindt, nou waar dat gaan, wanneer ik maar goed preeltje nemen. Papa zegt dit en dit worst die doen, en daar worst die preeltje. Nou, du hast die erfinderische natuur bent naar wat papa dat werkelijk zo meint in zijn woord, en wohin wat papa werkelijk zijn, wat ik dat bedoeld had. Dit wordt zo schijn we niet doen, zo, nou dat uitvindt. Nou, daar kunnen we veel over reden. Aber das ist bloß einfach, das sind wir Menschen. Aber das sind nicht bloß die Kinder, denen war ich beim Abwaschen. Wir als große Menschen sind bloß einfach rein gerade so. Und wann für das Speedlimit sein, keine Folgen wären, wer will Speedlimit fahren? Und warum tun wir das? Warum passen wir da noch ab, wenn wir reisen? Weil es die Folgen tun wollen. En alles wat op brukt is, dan moet dan vanuit de Jalters wordt betoeld. De politie den ophoudt, dan zouden ze veel. Er moet veel betoeld en dat geld losloten, dat ons wij, dat ons ook niet schijnt. En dan was er wie mensen, dat brukt was einfach. We brukken den was, die beleering, die brukt we den was. En we zijn dat durch de ganze Geschichte, wo Gott mit zijn Volk gehandelt heeft immer op diesen Weg gehandelt. Heeft immer gesagt, dit en dit, so und so will ich haben, soll je leven. En wenn je nicht so leben wollen, dann wollen die Folgen sein. So, wenn wir nu im Neuen Testament angehen, dann sehen wir im Neuen Testament, das hat noch nicht geändert. Ganz wie im Alten Testament. Wo wir im Neuen Testament angehen, dann sehen wir dort, das hat noch nicht geändert. Das ist eine Begebenheit, ich wollte die Geschichte nicht lesen, das ist die Apostelgeschichte 19 von 13 bis 16. Hier wird Paulus auf dem Weg, hier fängt seine Missionsreise an, er kommt nach Ephesus, in dieser Stadt, und er fängt dort gläubige Menschen, und fängt sich da mit denen versammeln, da wurden Menschen getauft, und auch, da wurden viele Menschen geheilt, da wurden viele Wunder, was wir tun, Gott braucht Petrus dort, um viele kranke Menschen helfen. Und dann sind da was Juden, das sagt, dass wir ein Juden, was da ein bisschen ein Wanderer werden. Ein bisschen Leben haben als die Juden. Die reisen von einer Stadt nach der anderen. En weet niet wat ze leven maken, aber anderwijs, ze hielden ook op bij de gasten uitdrijven. En er zijn 7 Brüder, sagt dort. En endlich dat gut ist, wo Paulus schafft, wo Gott durch Paulus arbeitet. Und hier wir ein Mann, der hat ein bisschen Gast, und da wird klar, und sie sagen, wo im Namen Jesus Wunder passieren. Wo du eine Kraft im Namen Jesus wir. Das ist jetzt nicht im Neuen Testament. Hier ist der Name Jesus dabei gekommen. Und sie sagen, wo du eine Kraft bist, in diesem Namen, wo Paulus diesen Namen braucht, und Menschen wurden gesund, und bei den Geister verloren und so weiter. So, das ist rein ganz gutlich. Das würde bei ihrer Arbeit, was sie leichen zu tun, bloß noch ein großer Beneficio sein, ein großer Mithelp sein, wenn sie diese Nummern auch würden brauchen. So, dann kommen sie in ein Haus nehmen, wo das Mann, der ist mit einem bösen Geist besessen, das ist ein Chlor. So, sie gehen dann an, und im Namen Jesus gehen sie in diesen bösen Geist. Und wollen ihn auftreiben, und das Mann sagt, da tritt der böse Geist zu sein, der Arm sagt, Jesus, den kann ich, aber ihn kann ich nicht. Und er greift die 7 Männer an, und die gehen da ganz hier durchgejuckt, ich weiß nicht, was alles da passiert, aber anyway, diese Männer, die verlieren ihre Kleider bei diesen Jagd mit diesem Mann, und die machen alle 7 mit nächtig Hüt dran, und schämen sich für die Welt, was wir, und ran weg.
En dat we een volk van de noemen Jezus, van God zijn noemen, misbruiken. En dan is er een ander ding erbij, ook bij deze woningen wat God ons zegt. Zo zijn noemen zal niet erg gebruikt worden. We hebben aandacht nodig over wo we kan ze noemen gebruiken. En dat is wichtig, want je die niet hebt, neemt je die beetje met. Ik leid dat hingen zijn CD's, dat je die ook horen kan. Dan word je deze aandacht meer zin merken, wanneer je die ook horen wordt. Maar nu is de andere ding daar, wo God ook nog zo geneve is. En hebben we ons niet al verder gevraagd, waarom is God zo'n geneve God? Een ander ding wo God zo geneve is, dat is even, ähnlich wie kunnen zeggen, krijgt ze geneve, als hij even zien noemen is hij ook even geneve even mensen, wem hij gewählt heeft, als zijn diener. So, wir reden von Moses. Moses wird von Gott gewählt, aus den Dienern. Er hat von Gott mit Wied eine Salbung gekriegt. Gott sagt, ich will den Mühl salben, dass die Wurst kann reden. Und Gott mir kann versprechen zu Moses, dass ich will dabei sein, ich will die beistehen. So, er wird von Gott gewählt, um Gott sein Volk uit Ägypten rückführen und das siegreiche Land entführen und so weiter. So nu moeten we dat over zo meestvoets als Gott is hat de Arbeit gedaan, der hat Israel uit Ägypten rückgebracht, der heeft dat meer durchgebracht. Nu werden sie door de Wüste, sie werden op een Berg, daar naar Kanaan. Dan waren wir dann bloß dit nur lesen und das von der Dag so leicht gedaan mit Konkordanzen, was dann im Computer sind. Dann von wo das Volk anfängt, sich jeden Aaron Moses sein Bruder zu empören. Und das passiert meistens. Meistens sagt er, das Volk empört sich, das Volk, das wird gegen Gott sein Lehrer. Und das hat nicht auf eine Stelle hat das gute Folgen, weil Gott steht hinter seinen Lehrer. Den hat er gewählt. Und Gott steht hinter den Menschen, den er gewählt hat, hinter der steht hier auch. Und kriegt Gott, dass Gott hinter seinen Namen steht Gott hinter den Menschen, den er gewählt hat, um seinen Namen zu verkündigen. Und da hat jeder zum schlechte Folgen. Und auf einmal dann ist das so weit, dass sogar Moses, sein Bruder Aaron und seine Schwester Miriam, das sagte, er opferten sich über Moses. Gott konnte uns auch reden, dass Gott zu dir redet. Die bist nicht besser als wir sind, das hat Gott zu tun mit Peter sein. Aber sie empörten sich, sie opferten sich über Moses. Und sie sagen, und wir haben Krieg dieselbe Gabe, die du hast. Gott kann, was Gott durch die tut, kann Gott durch unsere Hand auch tun. In een ander wird sehen sie, okay, die oude Bruder, wir brauchen die nicht wirklich. Wir können auch wieder, wir brauchen die durch. Wir können auch wieder. Und Gott äußert sich über Miriam und über Aaron. Und Gott wird an da. Und wenn Moses nicht verändert eingestellt hat, das ist 4. Mose Kapitel 12, durch das ganze Kapitel redet von Gott äußert sich so, dass Gott bereit, Aaron und Miriam umzubringen. Sie hat gestrafen, für jeden seinen gewählten Mann zu gehen. Und wenn nicht wir für Moses, der du anstund und sagt, Gott, tu doch nicht so. Und dann wären sie nicht Geschwister. Und Moses sagt, Gott, tu doch nicht so, sieh doch nicht so, hinschabt euch. Und dann sagt Gott, okay, er respektiert Moses seine Bitte. Und Gott trug sich in Betrag. Aber Miriam wurde dann mit Aussatz geschlagen. Und dann sogar noch, das ist eine schreckliche Strophe, besonders für die Zeit, für das Volk mit Aussatz geschlagen sind. Und dann noch, Moses, den wird es wichtig und steht an für seinen Bruder und seine Schwester. So, dann muss sie zuletzt ein paar Wochen in der Camp rüt. Und will Moses sozusagen ein gnädiger Mann werden.
wie Gott sein Bruder und seine Schwester auch zu lassen gnädig, dass sie waren geheilt worden und sie braucht nicht die Folgen drehen. Aber wir sehen dort, wo wichtig Gott seine Menschen sind, die er gewählt hat. Und dann haben wir eine Geschichte von, du auf einmal passiert war, wie 3 Männer, die empörten sich gegen Moses. Und sie sehen, kriegt das selbst, wie kann auch mit Gott Gemeinschaft fahren, wie kann Gott sein Wach sehen, das ist ein old Mann, das ist ein old Moses, das ist ein Gravkopf, das ist ein Gravbord, was immer. Den brauchen wir nicht mehr, wie kann auch das tun. Und war kriegt so, Gott, die euert sich so, dass Gott sieht, ich war mal eine ganze Herd Volk, das Volk wird diese Männer dann beistehen, ich wollte mal rein alle anbringen, und war Moses steht an für dich. Und dann sagt Gott, okay, ich war mit 0 Leuten, aber er sagt, tragt ihn mit 3, lasst diese Familie mit so einem Port stehen, und dann wird diese Familie, von diesen 3 Männern, ihr ganzes haben Gott, das wird in die Nähe sehen. Einige Übersetzungen sagen, dass das wird in der Hall sehen. Und die mussten ihr Leben geben für jenen gesalbten Mann Gottes gehen. Und das bewies sich in den Prophetenkrieg so. Wir haben eine Geschichte von Elia, wo Elia hat auch viel Wunder getan. Der Gott hat sich bewiesen, dass Elia wie sein gesalbter Mann, die seine Arbeit macht das Volk. Und dann geht Elia für sich allein, hat ein Boy ab, in 2. Könige 2, Vers 23 und 24, geht er ein Boy ab für sich allein zu sein, da kommt eine Herd Kinder, und die Kinder spotten Elia. Aber warum spotten die Kinder Elia? Ich glaube, weil es echt die Schullehrer warst, und Schullehrer schon nicht besser verstehen. Ich glaube, weil es die Eltern haben Tüster über Elia gespottet. Ich bedauere die Kinder, die sich selbst tun. Und ein Schullehrer weiß ganz genau, wo die Eltern hängen am Stuhl durch die Kinder und wo die Eltern nicht hängen am Stuhl durch die Kinder. Und Eltern, die tüß respektlos über den Lehrer reden, die Kinder wollen sich dort beweisen in der Schule, dass sie auch respektlos sind zum Lehrer in der Schule. Das kommt bloß durch. Aber anyway, die Kinder kommen, die spotten über Elia und die sagen, oh, das Gravbord, das Kohlkopf und Gravbord und so weiter. Und Elia, erst wo wir Elia abgeführt, wegen das, was die Kinder tun. Und das sagt, und er flucht im Namen des Herrn. Dann kamen 2 Bursch aus dem Wald, und die brachten diese Kinder um, diese 2 für die Kinder brachten die alle um. Und wir sehen doch, Gott nimmt seine Menschen, seine Diener, die nimmt die Kriegs ernst. Und viele Kirchen von diesem Tag, die haben einen Fluch auf sich, weil es durch zu viel Predigerbrüder nur die Kirche am Mittag ist. Viele Kirchen haben einen Fluch auf sich, weil sie jenen gesalbten, jenen Mann, den Gott sich gewählt hat, und sie reden schlecht über den. Und sie denken, da muss wir sehr nur abpassen. Und da sind verschiedene Kirchen. Und wir haben verschiedene Denominationen. Und wir haben dort viel gemacht, wo wir manche Einheimer geschafft haben, und proben mit so viel christliche Kirchen Taub zu schaffen, das auf uns mählich, proben die Taub zu kriegen. Und auf unserem ersten Retreat, wo wir dann einen Retreat eingestellt haben mit all diesen Pastoren von allen verschiedenen Sorten Kirchen, und wo du dann Bekannungen überdehlt haben. Wo ein Prediger sagt, ich habe über Jan und Jan Prediger, der hier ist, ich habe über den schlecht geredet. Ich habe den aus dem Schubsteller bekannt gemacht. Und früher noch Verzeihung einem anderen versöhnen sich durch. Und ein Prediger sagt, Gott, wir sagen doch, dass die können predigen über die Kirche, die wir nicht erfolgen. Die Kirche, die wissen, und dann ging der Haufen Menschen weg, und dann wusste der war, und dann ging der Haufen Menschen. Wir sagen, wenn Gott predigen, ich kann viel predigen. Aber du bekannst seine Sünde.
In die Betternis wat in zijn hart neerkomt, wie even andere predikers, die leidt los. Verzinning te doen en dat we moeten te zijn, waar God deze kerk nu zijn. We doen niet zijn weer. En we hebben kerken kennengelernt in Kanada, wo die krijgt hetzelfde, wo du een Gouda, een Gottesman bij ons predigen, maar die predigt niet wat immer. Die Kittel lernt nicht am Bock, dass sie das wollen haben, die Kittel lernt nicht an den Uhren, dass sie sollen das haben. En de prediker wordt uitgedaan, bloos wegen dort, dat we een Gottesman, en we kunnen zo klar zijn, waar deze kerk in een vloeg komt. Dat we een grote sterke kerk, en de kerk die pietert uit langzaam. En God sei Dank, die hand veel angezien, aber dat passiert door van een op andere. Gott nimmt seine Menschen, seine Diener, nimmt Gott krijgt so wichtig als sein Wort als zichzelf. En zeker zoals ik eerst zei, dat is zo krijgt so wichtig dat die Diener gehoorzaam zijn, dat die Diener zijn Wort reich verkündigen. En dat is erst wat een Flotter merkt voor God. Zie ik zijn Diener, die er würdig is. Haha, ik heb mühl. Dat niet würdig is, zijn Wort te verkündigen. Und da braucht eine starke Selbstprüfung. Wo kann wir Gott sie Namen dann brauchen? Wenn Gott so ein genauer Gott ist, wo kann ich sie Namen dann reich brauchen? Weil es dort erst ganz biblisch dort, wie Gott sie Namen brauchen. Jesus lehrt viel über das. Jesus sagt die Jünger immer weiter, sagt was die wollen tun in meinen Namen. Und wir sehen dort, wir haben gehört in den vergangenen Andachten, wir sehen dort, wenn wir lesen, dort, was passiert mit den Jüngern, wo sie zurückgingen, sie predigten und sie verkündigen den Namen Jesus und sie Heilungen passieren durch den Namen Jesus, eine große Erwartung passiert durch diesen Namen Jesus. Wo können wir diesen dann brauchen? Jesus hat ein sehr gutes Beispiel. Die Jünger die Frauen haben, wo soll wir dann beten? Lehr uns dort, wo soll wir beten? Ich glaube, sie haben viel gesehen, wo Jesus in gute Gemeinschaft war mit dem Vater. Und ich weiß nicht, dass sie haben gesehen, was das tut zu Jesus, wenn Jesus diese Gemeinschaft mit dem Vater gehabt hat. Wie Jesus vielleicht die Nacht ewig was, allein war für sich und hat gebetet. Und sie sagen dort, wo das Jesus scheinbar bloß meist nicht meid wird, wo die können arbeiten und die können arbeiten. Und dann sagen sie, lehr uns beten. Und hier hat Jesus keinen besonderen Namen. Ganz kurz sagt er, dann bet so steht, ans Vater im Himmel. Weil was sagt dort über Gott? Weil ein Vater, dort ist bloß ein Vater, wenn der Leben gibt. Und das Leben, was wir haben, die Bibel ist ganz klar, und das hat Gott gegeben. So er ist der Original Vater, war alle von uns. Und Gott hat uns als irdische Vater gebraucht und als die Mamas taub. Aber das Leben, was du kämpfst, das ist nicht vom Mensch, das ist von Gott. Das ist die Bibel rein ganz klar. So, Jesus will uns zu handlenken, dass wir dort klar haben, dass uns himmlischer Vater ist uns reicher Vater. Das ist Papa. Und dann sagt er, dein Name werde geheiligt, die Namen soll heilig gemerkt werden. Was bedeutet Heiligung? Heiligung, das bedeutet besonders. Bitte gewöhnlich. Die Erklärung, die braucht ein Beispiel von Dingen, was wir im Glauben sagen.
Die Männer hat nicht so viel. Ja, ich kann auch was. Ich kann was spielen, ich trage das und so was ich dann beklein gekriegt habe, was manche wichtig ist. Und über früheste Hand an, tätig wird von Großmama, Großmama, Camp, China, was immer. Und über eine Klasse zu haben, dann so eine Dinge, besonders heiß hat, die stellen wir keinem für. Und wir haben keine so eine neue Freunde, wem es kleine Kinder, ich glaube, mein Spiel spielen. Das ist mir wichtig. Und das ist eine Sorte von Heiligung. So, das Heiligen, Gott Heiligen für uns. Das meint, einen ganz besonderen Platz haben in uns Leben, in den höchsten Platz. Weil heute ist der höchste Gott. Du hast nicht bewahren, du hast nicht. So, das meint für uns, diesen Führer aus höchsten Platz haben in uns Leben. Das ist lange nicht immer leicht. Wir erfahren nicht viel mit Counsel, mit Menschen. Wir erfahren nicht in der Bibelschule mit Schülern. Wenn wir bei der Thema kommen vom Führer, wird es viele Kinder sind vom Führer so verletzt, die von den irdischen Führer, dort die können das meist nicht annehmen, dass Gott soll nicht mit Führer haben. Wird vom Führer erst keine andere Erinnerung als weiter. Und wo sollen sie dann nu von Gott aus den Leiftulien, aus dem Boersten, aus dem Gott Führer denken? Und bloß kalt geführt, das braucht Verzeihung und das braucht eine Heilung. Und wir sind viel davon. Gott sei Dank, wir sind viel davon. Wo die können diesen Schritt merken, wo die können Gott empfangen, der Heiligen in ihr Leben. Aus dem Führer. Wo sie können Gott diesen besonderen bewussten Platz geben in ihr Leben. Aus dem Führer. Und wo sie können ihre Gedanken drehen, dort ein Führer ist leiftülich. Ich sage das immer wahr, dort ist der vollständige Führer. Ich sehe einen fehlerhaften Führer, aber dort ist der reiche Führer, der ist vollständig. Der merkt nicht Fehler mit uns. Der tut mit uns alles reich. Und dort, wenn er Kinder die Horde sieht von Gott verbringen. Aber das ist ein sehr leiftüliger, ein sehr gnädiger Führer, ein sehr barmherziger Führer, der uns sehr, sehr wichtig ist. Und ich sage das jedem Mal, von uns bloß einmal so wichtig war, dass es uns ist. Bis Gott das rein alles, mit uns ein gutes Verhältnis, ein Führer in Sehen, Führer und Dachter, Verhältnis zu bilden. Der rein alles, auf alles vollbracht werden. Und die Bibel sagt, Not jünt nur arm, und so wird er sich nicht jünt nun. Das Thema ist lang, aber ich will schließen mit ein paar Verse. 1. Johannes 4, Vers 12. Die da über das Thema reden, über den Namen Gottes. Und dort sagt so, das schrift Johannes. Johannes hat das gehört, wo Jesus lehrt und beten, wo Gott als Führer behandeln. Aber Johannes hat auch die Salbung vom Heiligen Geist erfahren und hat viel gesehen, wo Gott seinen Namen sich bewirken hat in Menschen, wo Gott seinen Namen sich bewirkt durch den Namen Brücken. Und dann sagt er das. So, solches habe ich euch geschrieben, das ist 1. Johannes 5, 12-15. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt, und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebeten haben. Hier redet Johannes Wahrer von, was ist hinter diesen Namen. Aber hier gibt er uns eine Versicherung. Hier gibt uns die Versicherung, dort waren wir an diesen Seen leben. So, wir haben uns Verhältnis mit dem Führer. Gott ist uns Führer. Aber du hast noch Jesus dabei, weil Jesus sagt, mir ist
alle wat gewalt geeft im Himmel op hier. Dat zei hij weggereisd. Zei dat te de jongen. Dat talt naar hem. Zo hij heeft de macht in de trek. En dan in dat gebed zegt Jezus ook, en dan wieder jeder, dan zegt hij, en dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. So zien wel passieren merken op hier, als een grote thema, over dat kort genomen, dat vangt en dient in mijn leven aan. We zien wel in mijn leven, als zien zijn, hij als vader, wat hij wel in mij passiert, hier op hier, zoals het in de hemel passiert. Wo hij met mij zijn weg af. En wanneer ik dit werkelijk leef, wo der Jesus Christus heeft voor mij verzeind met hem, der Jesus Christus heeft voor mij de zin weggenomen, de betternis weggenomen, der Jesus Christus heeft voor mij gehuild van de irdische slechte voorervaringen. Dat Jesus Christus heeft in mir aangemerkt, dat ik den sehen, dat ik den noemen, als dit passiert, dat ik God den sehen. Zo nu, wanneer we doorheen komen en we geloven in deze noemen, wat gaan we dan doen? Hij zegt, dan hebben we de vrijheid, dat in deze noemen, in Jezus zijn noemen, gaan we nog dingen vragen. Zo kort opgenomen, dat God fordert van ons gehoorzaam. God wil hebben dat we zullen respect hebben, we zullen hem eeren. En dat gaan we niet bloos om zondags morgens in de kerk. Dat is zeer wichtig dat we dat doen. Maar dat gaan we niet bloos om zondags morgens in de kerk. Dat is een ding wat we 24 stunden dag, 7 dagen de week doen. Waar we hem eren. Waar we hem eren met zoals we ons business doen. En ganz kort zie ik nog een businessman redt van hoeveel onoprechtheid hier in onze kolonie is. Hoeveel schrijven zaken hier zijn. Ja, om zondags morgens, dan zijn het alles deze, sozusagen de Loab, zijn het alles deze heilige mensen, deze Gotttreue mensen. Was het in de werk, dan is het ganz wat anders. En dat is wat hij meint. God zegt, dit meint, sie noemen reich brokken en sie noemen vrij. En dat meint, ons leven moet ganz in orde zijn. En dat wordt die nobel weten als die leven in orde is. Dat wordt die dorp weten als die leven in orde is. Mannen, dat wordt die vrij weten als die leven in orde is. Vrij is dat wordt die mannen weten als die leven in orde is. Elderen, dat worden die kinderen weten als die leven in orde is. En elderen, dat wordt hier weten als die kinderen ihr leven in orde is. Zo dan hebben we al een grote opgave. So. En ik denk wat we niet willen, wat ons het zwaarste is, roets die nu maar vragen, hey, wat leest die van mij als een Christ? Wat niet schijnt als mannen, die vrij is vrouwen, vrij, wat leest die van mij als een Christ? Doe ik God ze noemen eren, en doe ik den aaneren. De vrij is te de mannen, mannen te de vrij is. En nog zwaarder is dat elderen te de kinderen zijn, kinderen. Wat leef je van mij? Doe ik God ze noemen eren, en doe ik God ze noemen niet eren, dat ik leven. Maar dat is waar het erop aankomt, dat is waar het handkomt. Dat is waar God handkijkt, dat is wat God zit. Er zit ons niet bloos hier zondags morgens in de kerk. Er zit in de bankrekening, er zit in de geldtas, er zit in gedanken, er zit in dat diepste verlangen en in hart, dat weet er rein alle. En van waar het hart vol is, scheelt het muil eeuwen. En waarom die is, die wordt het weten waarvan die hart vol is. En ik speur je aan, wanneer je die, hoe zeg je dat op Duits? Wanneer je die God zijn, wanneer je den moed kan opschroepen. Vraag mal zelfs wem weer met kind opleeft. Waar zit die dort? En wanneer de woord zei, a mí me cuesta mucho. Los mijn kinderen, er zegt hem naar vrouwen, me cuesta mucho. Maar dat is
Dat is wat het houdt. En wir zijn het zo klar geworden. Wir können Gott nicht anschmieren. Wir können uns einen anderen Menschen, wir können verschiedene Loren absagen. Aber für Gott kostet die keine Lohr absagen. Wir können Gott nicht anschmieren. Gott weiß, aus mein Leben sie nehmen ihr. Aus mein Leben sie nehmen von ihr. Wir beten. Vor dem Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass wir können die kennenlernen durch dein Wort. Und Vater, wir haben uns von der Augen sein, wo genau du bist. Und wo ein gerechter Gott du bist. Und wo genau du mit bist, dass wir die Nummern reich brücken. Und Vater, für ja von der Samaris, wo wir die Nummern auch gebrückt haben. Wo wir wat geredet haben, dass von das soll den Wellen halten, aber das stimmt nicht mit dem Wort. Und Vater, verjährt uns, wo uns Wandel nicht mit dem Wort stimmt. Wo uns Wandel in anderen Namen wiesen das als ein Kind Gottes. Wo uns Wandel in anderen Namen wiest als ein Christ. Als ein Folger von Jesus Christus. Vater, verzeih uns dafür. Wir sind von ihnen genug abhängig. Und Vater, merk uns rein. Merk uns rein. Und bloß durch das Blut Jesus Christus können wir rein werden von das. Und Vater, merk uns rein, dass uns Verlangen und uns Hort ändern kann, dass uns Verlangen bloß nur dir ist. Wo uns Verlangen nur Geld haben, auch das Bild zum Nuber gewesen. Wo uns Verlangen nur Geld haben, auch das Bild zum Starb gewesen. Wo uns Verlangen nur irdische Dinge haben, auch das Bild zu dieser Welt gewesen. Vater, verjährt uns, merkt uns rein davon. Und verzeih uns. Und Vater, wasch uns durch das Blut Jesus Christus. Wasch uns rein, dass wir für die reinkommen. Es ist vor ein Tag, da wo wir für die stehen und dein Wort sagt, und alle Knien wollen sich beten für die. Vater, wir wollen das nie tun, wo wir können Vergebung kriegen. Wir wollen nie unsere Knien beten für die, wo wir Verzeihung kriegen. Und Vater, wo wir können Heilung kriegen. Und Vater, ich bete, für diese Wunden, die passiert sind durch all seine Ungerechtigkeit. Vater, ich bete für Heilung. Vater, ich bete, dass jeder einen, den der Heilung fehlt von der Samaris, über diese Dinge, Vater, ich bete, dass die was heilen. Und so wir wollen uns benehmen können, als so eine Menschen, die nehmen ehren. Als so eine Menschen, die Jesus Christus ehren. Als so eine Menschen, die unseren Prediger ehren. Als so eine Menschen, die unsere Diakon ehren, unsere Leiterschaft von der Kirche. Und als so eine Menschen, die wir eine Kirche zu der anderen Kirche uns ehren und uns Gott sprechen und uns segnen. Und als so eine Menschen, die dienen direkt, bloß wirklich der Oberste haben, wirklich die Nummer der ganz Oberste haben. Ich bete im Namen Jesus. Amen. Dem Freund, den keiner gleich, Jesus ist mein. Aber Abstund für das Schlusslied. Freund, der keiner gleich, Jesus ist mein. Er ist mein Himmelreich, Jesus ist mein. Schön hat er getan, besiegt mein Liebesband, Gott mit dem Frieden.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Vater bist, dass wir die aus unseren Vater ansprechen können. Und Vater, dass wir da wirklich von Herzen meinen können, weil du hast uns angenommen als deine Kinder. Aber Vater, wir haben dich angenommen als unser Papa, als unseren Vater. Und Vater, ich bete, dass du uns sehnen, dass das dein Verlangen ist, deine Kinder zu sehen. Vater, so bete ich, dass du in jedem einen wirklich sehnen wirst, Vater, dass dein Angesicht wird ewig sein, erleiden und fühlen. Und Vater, dass du erleben wirst, Rückmerken in die, in ein Zeugnis, Vater, wir wollen ein Zeugnis sein für unsere Umwelt. Wir wollen ein Zeugnis sein für unsere Familie, für unser Dorf, für unsere Community, für unsere Kirche. Und Vater, du wirst dich verherrlicht und verehrt worden. Bete ich im Namen Jesus. Amen.